Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück. Hi Leute, danke fürs Zusehen von einer neuen Folge von F1 Clash. Ja, Leute, ich habe Serie 8 geschafft. Und zwar mit Ach und Krach, bin ich mal ehrlich. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende dran, weil ich habe etwas sehr, sehr Interessantes, was eigentlich logisch ist. Und das will ich euch auf jeden Fall vorführen. Wir machen ein Serie 8 Rennen. Ja, mein Setup ist mein Power Setup, also das, was ich da an maximale Teile habe. Und das spielt aber keine Rolle, weil die Teile, die ich jetzt habe, bringt sowieso nichts in der Serie 8, weil meine Teile einfach zu niedrig sind. Auch selbst die Fahrer, ja, also Serie 12 Fahrer Max Verstappen und Serie 10 Fahrer Daniel Ricciardo, bringt mir da auch nichts, und deswegen springen wir jetzt in den Race und dann zeige ich euch genau, was ich meine damit. Ja, wie geht's euch im Moment? In welcher Serie seid ihr? Guckt in meinem Channel, ich habe da für Serie 3, für Serie 4 und für Serie 5 eigentlich eine gute Strategie. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schießt immer los. Schreibt unten in die Kommentare eure Fragen. Würde sie dann auf jeden Fall auch beantworten. So ist es jetzt nicht. Australien, Melbourne. Einer der Circuits, die ich absolut nicht mag. Aber was willst du machen? Sowas müssen wir aber auch fahren. So, ich fahre jetzt mit meinem Power Equip, ja, wie schon gesagt. Und ja, ihr seht, Qualifying 14 und 22. Also es reicht nicht mehr. Also müssen wir sowieso Long gehen, ja, also Medium und dann Hard bei Daniel Ricciardo. Einboxen-Strategie, so wie ich auch in den anderen Videos sage, Serie 3, Serie 4, alles mit einem Boxenstopp. Ja? Ihr könnt nur 2 Boxenstops machen, wenn ihr vorne qualifiziert, wenn ihr in der Top 5 qualifiziert. Sonst müsst ihr long gehen. Ihr müsst einfach mega lang gehen und einfach hoffen, dass alles gut läuft, dass das Auto bis hinten durch dann auch, dass das auch ans Ziel kommt. So, wir pushen nur ein bisschen, pushen so gesehen bis zur nächsten noch, so, und das war's. So, jetzt hören wir auf zu pushen. Ist egal, was der Gegner da macht. Der Gegner kommt raus mit Soft und auf Hard. Wir fahren Medium und Hard. So, danach tun wir relaxen. Ja? Pushen bringt einfach nichts. Ja? Wenn man nicht wenn man nicht ein Überserien-Equipment habt, ja, dann bringt Pushen überhaupt nichts. Das werde ich euch auch hier jetzt zeigen, in dem Rennen. Das, wie schon gesagt, pushen bringt nichts. Nur ein bisschen ab und zu mal auf Plus drücken hier. Opa, jetzt haben wir sogar einen Platz verloren hier mit Daniel. Läuft nicht perfekt, aber nicht schlimm. Meistern wir trotzdem. So. Ein bisschen Rücken immer, wie gesagt, und dann direkt wieder auf Grün. Ja, um einfach nur auf den Geraden ein bisschen einen guten Push zu haben. Das ist meine Taktik seit Jahren. Letztes Jahr, was hatte ich, 76% Gewinnquote, also von 10 Rennen 8 zu gewinnen oder 7, ist ja schon mal was. So, die 18 kommt direkt schon mal rein. Schaut euch das mal an hier. Lance Stroll oder Vettel. Uiuiui, da hat der Verstappen einen Fehler gemacht. Da müssen wir kurz ein bisschen kicken. Und das war's dann auch. Ja, wie gesagt, Gegner kommt auf Soft und Medium, ja. Der muss ein Auto zur dritten Runde reinbringen. Muss. So, aber er bleibt ja sowieso mit mir hier gefangen. Also muss der eine 2-Boxen-Strategie machen, und zwar mit dem Softie. Naja, kannst du nicht bringen, wenn du auf Platz 15 rumeierst. Das ist ja das Problem. So, ne? So, wir geben jetzt natürlich ein bisschen Gas, um einfach mal hier eventuell das eine oder das andere Auto mitzunehmen. So. So, Max Verstappen rein. Er kommt auch wieder auf Medium. Volle Reparatur. Boxenstrategie. Ja. So. Daniel ein bisschen pushen. Der muss lange aushalten. Der muss einen langen Atem haben, hier die 5 Runden. So, jetzt können wir mit Verstappen ein bisschen
pushy. Überholen tut er uns sowieso nicht, aber dann gewinnen wir wenigstens ein bisschen Abstand, bevor wir hier in die Pits gehen. So, Daniel Ricciardo jetzt auf 24, 23%. Wir pushen, bis er auf 20 kommt. Sieht doch wunderbar. So, und wir wechseln auf Softs. Ja, und hier zeige ich euch jetzt seine letzten 3 Runden auf Soft Tires, was er da macht. Das haben wir eigentlich schon beim Gegner gesehen. Ja, beim Gegner haben wir schon gesehen, dass es nichts bringt, leider. Es ist wirklich schade, aber es bringt einfach nichts. Und es ist Serie 8. Also ich habe gedacht, dass ich mit meinem Equipment, und das haben bestimmt auch viele andere YouTuber gedacht, dass wir locker mit dem Equip direkt so auf Serie 8 oder auf 9 eigentlich so einfach mal eben durchrushen, ja? Nee, das kann man vergessen. Also wir haben jetzt schon das Problem, und ich habe einen epischen, also ich habe Max Verstappen Serie 12 Fahrer, so wie ihr seht, und Daniel Ricciardo ist 10, Serie 10, ja, Epic Stufe 1. So, da ist nichts mehr mit durchrushen, das gibt's nicht mehr. Ne, und das ist halt, ja, so ist das Spiel. Ich find's gut, ich find's geil, das heißt, man kann jetzt hier Item shoppen, wie man will. Wir gucken uns jetzt auch mal nach dem Rennen auf jeden Fall auch das Equipment von unserem Gegner an. Und ja, die Item-Shopper, also wenn du jetzt hier Kisten kaufst, wie blöd, ja, das bringt dich nicht, das macht dich nicht stärker. Das macht dich auf gar keinen Fall stärker. So, und das ist etwas, was, ja, ist ja der Wahnsinn. Ja, also kann man hier shoppen, 200, 300 Euro, hast du besseres Equipment, ja, weiß aber nicht die Strategie zu fahren, kommt auf Soft Tires raus, weil du denkst, du wärst der Oberking, funktioniert aber nicht. Das ist nämlich das Ding. Und ja, ihr habt gesehen, ich habe jetzt mit Ricciardo mal eine Runde voll durchgeblasen. Und was ist passiert? Nicht viel. Und ja, von daher, wir machen jetzt auch noch ein bisschen Druck, aber er hat ja so gesehen, jetzt hier Max Verstappen auf hart drauf. Opa, da wird er uns jetzt gefährlich hier. Schaut euch das mal an jetzt. Er will an mir vorbei. Da müssen wir uns auch mal kurz konzentrieren, weil das ist echt knapp. Ja. Viele Leute auf Medium fahren im Moment, viele Leute auf Hard. Auf Softs geht gar keiner mehr raus, weil man einfach stecken bleibt, so wie wir auch gesehen haben. Haben es aber trotzdem geschafft. Hier, ihm ist da die Puste ausgegangen. Hier, schaut euch das an. So, knapp, aber trotzdem geschafft. Und es ist eigentlich nur die einzige Taktik, die uns weiterbringt. Besser im Qualifying zu fahren, müsste heißen, dass wir überpowertes Equipment haben. Das heißt, schon Serie 12 Teile, mindestens 2, würde ich mal jetzt so sagen. Und die habe ich nicht. Ich habe keine Serie 12 Teile. Ich habe da nicht das Glück wie viele anderen. Die haben da Serie 12 Teile im Shop gefunden, die sich für Mäuse holen konnten. Und das habe ich leider nicht gehabt. So, hier Fahrer. Er fährt mit Max Verstappen. Hier sehen wir es. Max Verstappen. Serie 12 ist das. Ja, der ist nämlich genau wie meiner. Hier sehen wir mal. Hier, zack, ist genau gleich. Und dann Charles Leclerc mit 48 Überholvorgang. Auch besser wie mein Daniel Ricciardo, definitiv. Und guckt euch das mal an. Er hat noch nicht mal das große Equipment genommen, weil er das nicht nehmen kann. Also er könnte so gesehen noch hier The Momentum and the Strongbox. Der hat so gesehen seine epischen Teile rausgeholt, weil er da locker über 1100 kommt, aber er verliert. Er verliert sogar mit niedrigeren Teilen. Ja, so, und das ist halt das Ding. Es bringt nichts mehr, auf Softs rauszukommen. Hätte der Spieler jetzt von Medium, also wäre der meine Taktik gefahren, hätte er das Spiel natürlich gewonnen. Aber hat er nicht. So, und das ist das Ding. Leute, danke fürs Zusehen. Wenn ihr so lange noch hier seid, Daumen hoch und ein Abo dalassen. Ich versuche jeden Tag ein Video für euch zu droppen. Das ist jetzt einfach mal ein Fun-Video gewesen von Serie 8, wie es da drin aussieht, mit dem Equipment, was ich habe. Leute, leicht ist gar nichts mehr. Es wird jetzt auch nur noch schwerer. Und von daher, ich wünsche euch und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und sehen uns beim nächsten Video. Ciao!